Der BMW M3 CS 2024 ist verdammt schnell. Lassen Sie sich nicht von der unauffälligen Karosserie oder den 5 Sicherheitsgurten täuschen. Der Competition-Sport kann auf der Rennstrecke viele echte Exoten schmelzen lassen. Ich kann mich nicht in den BMW M3 verlieben. Vom Basis bis zum X-Drive Competition hat keiner mein Herz erobert. Er ist sehr schnell und angenehm zu fahren, aber nicht besonders einprägsam. Der M3 CS ist anders. Durch eine Handvoll mechanischer und kosmetischer Upgrades wird der stärkste M3 ansprechender, mehr als die Summe seiner Teile. Er ist äußerst fesselnd und weit aufregender als jeder andere moderne M-Wagen, den ich gefahren bin. Tolle Optik, raketenartige Geschwindigkeit und enorme Traktion machen ihn zu einem reinrassigen Hit aus der M-Abteilung. Wenn der M3 CS vertraut aussieht, sollte er es auch. Die aufgemotzte Limousine hat die meisten ihrer Upgrades vom härter gesottenen M4 CSL geerbt, einem limitierten Track-Spezialmodell für 2023. Der CS verwendet denselben Motor, einen 3,0 Liter Twin-Turbo-Reihen-6-Zylinder mit 543 PS und viele der gleichen Carbonfaser-Leichtbauteile. Er hat auch ein völlig überarbeitetes Fahrwerk mit mehr Sturz, dickeren Stabilisatoren, steiferen Federn und neu abgestimmten Dämpfern. Wichtig ist jedoch, dass der M3 CS 2 Merkmale hat, die der CSL nicht hat: Allradantrieb und eine Rückbank. Und genau diese Dinge machen ihn zu meiner Lieblingsversion dieser Plattform. Der CSL ist eine wunderbare Sache zu fahren. Er hat eine ultrascharfe Vorderachse und enorm viel Leistung auf Abruf. Aber er ist auch etwas spitz. Er möchte das Heck ausbrechen lassen und Gummistreifen hinterlassen, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Es ist nicht beängstigend zu fahren, aber es ist schwierig, gleichmäßige Zeiten zu fahren, ohne dass das Auto etwa 37 Mal pro Runde seitwärts rutscht. Der M3 CS behält diese fantastische Vorderachse und die enorme Leistung bei, lässt jedoch das Zucken zugunsten einer überragenden Bodenhaftung fallen. An einem schönen Frühlingstag auf der Lime Rock Park Rennstrecke in Connecticut lieferte der CS wunderbar cremige, vorhersehbare 4-Rad-Drifts ohne einen Hauch von verschwendeter Traktion. Gleichzeitig ist das Heck nicht so fest verzurrt wie beim normalen M3 X-Drive, was die Möglichkeit für echte Rotation eröffnet. Dieses Auto kann um seinen Mittelpunkt tanzen, vermittelt aber nie das Gefühl, dass es plötzlich das Heck überwältigen könnte, wie es der CSL tut. Vorteile: gewaltig schnell. Jede Menge Spaß in Kurven, sieht viel besser aus als jeder andere M-Wagen. Die klebstoffähnlichen Michelin Pilot Sport Cup 2s und die Änderungen am Fahrwerk tragen wesentlich zur Verbesserung des Lenkgefühls von BMWs klassisch entferntem elektrischen Lenkgetriebe bei. Trotzdem habe ich mich mehr auf mein Gesäß verlassen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Vorderachse tatsächlich macht. Mit erst aus 775 Kilo ist diese Rennrakete immer noch ein schweres Ding, sodass reines Gefühl und Reinheit auf der Strecke bleiben. Aber es macht so viel mehr Spaß in Kurven als seine Geschwister, dass es mir fast egal ist. Die Beschleunigung in gerader Linie vom CS ist noch süchtig machender. Es ist ein Running Gag zu diesem Zeitpunkt, dass BMW die Leistungswerte ab Werk deutlich unterschätzt zu haben scheint. Der S55 unter der Haube dieses Autos leistet etwa 600 PS. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man das Gaspedal durchdrückt und alle im Auto "Mfum Jesus Christ" schreien, wenn man den zweiten Gang ausfährt. Er ist wahnsinnig schnell auf eine hypereffiziente, schnörkellose Weise, wie es nur moderne deutsche Autos können. Der 8-stufige ZF-Wandler wurde neu abgestimmt, um lautere Schaltvorgänge zu liefern, folgt jedoch dem gleichen Ethos wie immer in modernen M-Autos und liefert unglaublich schnelle Schaltvorgänge, die mit einem 5 Jahre alten Doppelkupplungssystem mithalten könnten. Die Rückschaltungen sind nicht die knackigsten, aber die meisten Leute werden es nicht bemerken. Außerdem macht es das Auto viel bewohnbarer, wenn man nur durch den Verkehr schleichen möchte, um zu seinem seelenraubenden Finanzjob zu gelangen. Die einzige Möglichkeit, sich diesen getesteten Dreier für 132.695 USD leisten zu können. Die optionalen Kohlenstoff-Keramikbremsen für 8.500 USD sind ebenso zuverlässig, wenn auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten und leichteren Eingaben etwas empfindlich.
Sie brauchen 1 oder 2 Runden, um auf Temperatur zu kommen, aber wenn Sie es tun, ist die Bremskraft enorm. Sie sind auch der erste Teil des Autos, der einem zeigt, wann das Gewicht zu viel wird. Die Physik kann nur so viel für diesen BMW tun. Und obwohl die Spitzenleistung des Autos leicht zugänglich ist, hält sie nur etwa 4 bis 5 Runden, bevor die Bremsen etwas an Leistung verlieren. Wenn man weiter pusht, werden die Reifen auch schmierig. Diese Ausrüstung wirkt Wunder, aber mit fast 2 Tonnen auf dem Asphalt kann sie diese Wunder nur so lange vollbringen. Die Reifen und die Bremsen lassen allmählich nach, obwohl die Verschlechterung leicht zu erkennen ist. Wir sind nie ohne Bremsen in die Big Bend Rechtskurve von Lime Rock eingebogen, noch sind wir mit 80 Meilen pro Stunde von der Straße gerutscht, weil die Reifen auseinandergefallen sind. Im Laufe der Runden arbeiten die Bremsen und Reifen einfach nicht mehr so gut wie 5 Runden zuvor. Unser Rat: holen Sie sich Ihre Rundenzeiten früh in der Session. Danach konzentrieren Sie sich darauf, Spaß zu haben. Nachteile: hohes Leergewicht. Es gibt billigere und bessere Track-Autos. Das Interieur des M3 CS ist ein vertrauter Anblick, wenn man einen normalen M3 gefahren ist. Der Raum wird von 2 12,3 Zoll Bildschirmen dominiert. Einer ist für das Kombi-Instrument, während der andere als zentrale Anlaufstelle für Dinge wie Klima und Unterhaltung dient. Der CS fällt durch eine Reihe von Kohlefaser- und Alcantara-Verkleidungen auf. Die meisten stören mich nicht, aber ich weiß, dass das Lenkrad nicht gut altern wird. Wenn es mein Auto wäre, würde ich es gegen ein Lederlenkrad austauschen. Außerdem gibt es keine Mittelkonsole, was bedeutet, dass es keinen Platz gibt, um den Ellbogen abzulegen. Während der CSL serienmäßig mit Schalensitzen mit fester Rückenlehne ausgestattet ist, erhält der M3 CS die weiter verbreiteten verstellbaren Kohlenstoffschalensitze. Diese Sitze haben sich aufgrund ihres seltsamen Mittelstücks aus Kohlefaser im Leistenbereich und ihrer komisch vertikalen Oberschenkelwangen einen gewissen Ruf erworben. Aber ich liebe sie. Sie ermöglichen es einem, wirklich tief ins Auto einzusteigen. Und weil man den hinteren Teil bewegen kann, kann man sie an seinen Körpertyp anpassen, was Rückenschmerzen, für ein paar Stunden jedenfalls, lindert. Außerdem gibt es hinten eine echte Bank, sodass man problemlos 5 Personen unterbringen kann. Das macht den CS viel leichter zu rechtfertigen als ein Allzweckauto. Für den Preis gibt es bessere Track-Autos. Man hat mehr Spaß und eine konstantere Leistung in einem Boxster oder Cayman GTS 4.0 zum Beispiel. Und man kann etwa 90% der Leistung eines normalen M3 Competition mit X-Drive bekommen. Aber kein anderes Auto auf dem Markt bietet diese Mischung aus Nutzbarkeit, Freude und unglaublicher Geschwindigkeit. Das Ganze in ein hellgrünes und goldenes Tokyo Drift-Style-Paket zu packen, trägt nur zur Albernheit bei. Ich hätte Schwierigkeiten, mich zwischen einem dieser und einem M2 zu entscheiden. Der Purist in mir will das Schaltgetriebe-Coupé, aber letztendlich macht der CS mehr Spaß. Das ist wohl eine Art, den Preis zu rechtfertigen.